Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute orientiere ich mich mal nicht an Studien, sondern spreche ein bisschen darüber, warum ich es so wichtig finde, aktiv zu werden. Und ich leite da erstmal das Thema ein, dann spreche ich kurz über Privilegien, dann über Beispiele, wie das Thema Drogen mit anderen Ungerechtigkeiten verknüpft ist, dann über die Notwendigkeit, unsere Privilegien zu nutzen und schließe dann mit ein paar Gedanken ab. Ich finde es nämlich super wichtig, mal generell über Aktivismus zu sprechen. Ich glaube, ich muss nicht lange rumerzählen, was alles noch immer schief läuft. Da gibt es nämlich viel zu viel. Ich bin mir sicher, dass sich die meisten von euch mit der einen oder anderen Thematik selbst gut auskennen, wahrscheinlich auch besser als ich. Und auch, dass alles davon oder etwas davon euch hoffentlich auch wütend macht und frustriert. Die meisten Ungerechtigkeiten sind meines Wissens nach miteinander verknüpft. Und der Kern liegt meiner Meinung nach darin, dass es historisch gewachsene Herrschaftssysteme gibt, von denen die einen mehr oder weniger profitieren und von denen viele, viele andere leiden. Ich würde euch bitten zu bedenken, dass ich nicht den Anspruch habe, über alles Bescheid zu wissen. Das tue ich nicht und ich mache auch Denkfehler. Also seid bitte kritisch mit mir und mit meinen Gedanken und kommentiert, was ihr euch dazu denkt. Bleibt aber bitte freundlich. Jetzt erstmal ein paar Gedanken zu Privilegien. Diejenigen, die von dem System profitieren, das sind wir. Das kann man natürlich nicht so über den Kamm scheren. Es gibt auch hier genug Leute, denen es schlecht geht. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen hat man als weißer Mensch in einer westlichen Nation doch relativ viele Privilegien. Und eine Info, die ich vom Roten Kreuz Kanada übernommen habe: Wenn man ein Dach über dem Kopf hat, wenn man genug zu essen hat, wenn man genug Kleidung hat und wenn man ein Bett hat, in dem man jede Nacht schlafen kann, dann geht es einem schon besser. Mit diesen 4 Faktoren geht es einem schon besser als 75% der Menschen. Ihr gehört wahrscheinlich dazu. Ich bin der Meinung, dass es unsere Verantwortung ist, diese Privilegien zu reflektieren und dass wir uns informieren müssen, was unser Verhalten so anrichtet. Und wenn man das tut, kann es durchaus passieren, dass man sich schuldig fühlt. Und diese Schuld kann dann wiederum dazu führen, dass man apathisch wird, dass man wegguckt oder auch, dass man depressiv wird. Und dass die Welt so ist, wie sie ist, daran sind die wenigsten von uns schuld. Wenn die Welt aber so bleibt, wie sie ist, dann ist das sehr wohl unsere Schuld. Wie die Ärzte so schön singen. Ich glaube nicht, dass Schuldgefühle besonders zielführend sind, weil sie einen davon abhalten können, aktiv zu werden und das Verhalten zu reflektieren und es zu ändern und gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen. Aber Schuldgefühle sind auch etwas Natürliches. Sie sind ein Schutzmechanismus. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht ändern können. Da ich hier einen Drogenchannel betreibe und um das alles ein bisschen einzugrenzen, spreche ich im Folgenden über Probleme, die mit Drogen in Beziehung stehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen. Zum Beispiel zu Rassismus. Es ist kein Geheimnis, dass People of Color viel öfter kontrolliert werden, verhaftet werden, dass sie aufgrund von Drogendelikten eingesperrt werden oder wie jetzt diese Woche schon wieder, dass sie aus absolut keinem Grund misshandelt und sogar getötet werden. Und das sehr oft leider von den Vertretern unseres Rechtsstaates. Und klar, auch bei der Polizei darf man nicht pauschalisieren. Und auch wenn der Fall jetzt schon wieder in Amerika passiert ist, sollte es mittlerweile klar sein, dass es auch in Deutschland und in Österreich ein massives Problem mit Rassismus in der Polizei gibt. Rassismus ist ein Spektrum. Wir alle befinden uns auf diesem Spektrum. Es ist nicht so, dass man entweder rassistisch oder antirassistisch ist. Das wäre viel zu leicht. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der sehr hinderlich ist, seinen eigenen Rassismus zu reflektieren. Es reicht nicht, Menschen zu verurteilen, die offensichtlich rassistisch handeln. Wir alle müssen uns selber fragen, wo wir selber rassistisches Gedankengut haben und wie wir dieses Gedankengut überwinden können. Das ist etwas, das ich auch noch viel zu wenig getan habe. Und das ist keine leichte Aufgabe, aber natürlich eine unglaublich wichtige, wenn wir in einer gerechten Welt leben wollen. Die Polizei führt Anordnungen des Staates aus, die auf Gesetzen basieren, die meiner Meinung nach in nicht wenigen Fällen jeder Ethik und jeder Logik und Wissenschaft widersprechen. Die Polizei muss autoritätshörig sein. Und ich persönlich war noch nie ein Fan von Autorität und das hat sich in den letzten Jahren nur verstärkt durch viele Faktoren. Und weil ich Psychedelika konsumiert habe, die machen nämlich antiautoritär. Jetzt erläutere ich kurz meine Sicht, warum ich es für notwendig halte, seine Privilegien zu nutzen. Die Politik, die wird sich nicht ändern, wenn wir es nicht davor tun. Wenn wir, gerade wir privilegierten Menschen, nicht aufstehen und aktiv werden. Ich würde sagen, dass die Politik im Allgemeinen ein relativ starres System ist und sich oft als letztes ändert. Auf die hoffe ich also nicht. Bei Ungerechtigkeiten wegzugucken und zu meinen, einen würde das ja nicht betreffen, ist meiner Meinung nach kurzsichtig und unsolidarisch. Und ich bin mir sicher, dass wir auf die eine oder andere Weise doch schon davon betroffen sind.
Aber ich spreche jetzt mal von mir. Mir ist bewusst, dass ich unfassbar privilegiert bin. Ich bin weiß, ich bin eine Frau. Gerade im Thema Drogen ist es ein Vorteil. Ich habe eine gute Bildung und bin in einer heilen Familie aufgewachsen. Ich bin relativ frei von Traumata und kann meinen Eltern keine gröberen Fehler vorwerfen. Ich weiß kaum, wie es ist, richtige Probleme zu haben. Ich musste nie hungrig einschlafen oder ähnliches. Und ich habe das große Glück, dass meine Familie mich sogar darin unterstützt, was ich tue. Privat Mama, privat Papa. Ich bin ein super Beispiel für White Privilege. Ich profitiere in vielerlei Hinsicht von dem System und von Machtstrukturen. Aber viele tun das nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns über unsere Privilegien bewusst werden müssen und diese nutzen müssen, wenn wir wollen, dass sich was ändert. Und klar ist es nicht einfach. Es ist leichter, Ja und Amen zu sagen und autoritätsduselig in seinen Privilegien zu schwimmen und so zu tun, als wäre die Welt in Ordnung. Aber die Welt ist nicht in Ordnung. Vielleicht hier noch einigermaßen, im globalen Süden aber schon lange nicht. Aus vielen Gründen. Und in den nächsten Jahren wird sich die Welt auch noch hart ändern. Auch hier. Stichwort Klimawandel. Und wenn wir nichts machen, werden wir früher oder später, und ich glaube eher früher als später, die Folgen davon auch hier im eigenen Leib spüren. Und zwar heftig. Das kann ich euch versprechen. Die Art und Weise, wie wir leben und wie das System funktioniert, ist an vielen Stellen mangelhaft und eine Zeitbombe. Und ich habe Angst davor, von den Folgen, die uns erwarten, wenn wir nicht aktiv werden. Ich habe keine Angst davor, keinen Job zu finden oder verurteilt zu werden, weil ich offen über Drogen spreche. Das ist auch ein Privileg, das ich als Studentin noch habe. Aktiv werden kann man auf vielen Wegen. Das heißt nicht, dass man gleich Aktivist oder Aktivistin werden muss. Ich würde sagen, dass es dabei beginnt, sich zu informieren, kritisch zu bleiben, sein Handeln zu reflektieren und zu überlegen, was man ändern kann. Sich Schritt für Schritt von den Fesseln der Gesellschaft lösen und zu überlegen, was die eigenen Werte sind und ob man eigentlich nach den eigenen Werten lebt. Zu gucken, wo man helfen kann, wenn man keine Zeit hat zum Beispiel, dann spenden. Oder auch damit andere auf rassistische oder sexistische Kommentare hinzuweisen und zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Und selber darauf zu achten, so etwas nicht zu reproduzieren. In unserem System wird es uns sehr leicht gemacht, eigennützig zu handeln. Da der Schaden oft vor uns verborgen bleibt und auf andere abgewälzt wird. Stichwort Massentierhaltung oder Fast Fashion. So, das sind so meine Gedanken diese Woche. Ich könnte noch sehr lange darüber sprechen, aber das mache ich vielleicht wann anders. Es ist klar, dass nicht jeder überall aktiv werden kann und das muss man auch nicht. Das ist etwas, das ich in aktivistischen Kreisen sehr oft beobachte, dass sich Aktivistinnen in allen Bereichen irgendwie engagieren wollen. Und das ist ungesund, das kann ziemlich schnell zu einem Burnout führen. Das sind halt total belastende Themen. Aber auch wenn man nicht aktiv ist, belasten diese Themen, würde ich mal behaupten, ob bewusst oder unbewusst. Sein eigenes Denken kritisch zu reflektieren, ist aber sehr wohl etwas, das wir alle machen können und auch sollten, finde ich. Ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess, da rauszukommen. Und auch wenn die Themen belastend sind, ist es total schön, sich mit Menschen zu verbinden, die ähnliche Wertvorstellungen haben, die sich für etwas Größeres engagieren wollen als sich selbst. Und mit anderen Menschen einer Mission nachzugehen, hilft einem, aus diesen negativen Gedankenschleifen, in denen viele feststecken, rauszukommen und aus dieser Hoffnungslosigkeit und wichtige Beziehungen aufzubauen. Im nächsten Schritt wird es dann darum gehen, dass sich diese Bewegungen vereinen und dass sie voneinander lernen. Denn Bürgerrechtsbewegungen verfolgen im Großen und Ganzen ein gemeinsames Ziel. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein 1968 Reloaded brauchen. Und zwar so schnell wie möglich und so schlau wie möglich. Da wird es bestimmt Meinungsverschiedenheiten unter den Gruppen geben. Und ich denke aber, wenn die darunterliegende Motivation die ist, eine friedlichere, gerechtere Welt zu erschaffen, verfolgen wir ein sehr ähnliches Ziel und Meinungsverschiedenheiten können ausgehalten werden. Die Welt und die Menschen sind komplex und das ist gut so. Ein schöner Leitspruch, den ich aus meiner Erziehung als Bahai mitgenommen habe, ist Unity in Diversity. Über die Bahai-Religion erzähle ich euch auch gerne, wenn ihr was wissen wollt. Ich bin selber noch nicht Bahai, aber meine Erziehung hat mir sehr viel Hoffnung, Mut und einen Sinn für Gerechtigkeit mit auf den Weg gegeben, was in den letzten Jahren auch endlich Früchte trägt. So, das war's von mir diese Woche. Ich bin gespannt, was ihr so zu dem Thema denkt. Also bitte lasst mir eure Gedanken da. Schreibt, was ihr ähnlich seht oder wo ihr eine andere Meinung habt. Ich freue mich natürlich auch immer über Likes, wenn euch das Video gefallen hat und auch über Abos. Und nächste Woche spreche ich dann über Drogenaktivismus und Aufklärung und auch über ein paar Ideen, was man so auf die Beine stellen kann. Und ja, bis dahin alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann.